Shalom Aleichem, meine liebe Freund. Ich heiße Mottel Dittner und das ist 15 Minute Yiddish. Mehr weniger. Jede Woche bringen wir euch eine Mini-Lektie in jede Sprach und Kultur von dem nationalen Jiddisch-Theater Volksbühne. Welcome back to 15 Minute Yiddish. If you missed any of our past episodes, steige nicht. You can view them all online at nytf.org. Last week we began our deep dive into reading comprehension with Volksmeises as told by Sophia and Wayne. Today we will hear from Scott and Professor Thompson. Again, we will hear each story 3 times. The first time with captions only in Hebrew letters. The second time we will add a transliteration, and the third time we will add an English translation. If you need more time to read along, you can use the pause button as we go and take as long as you need. In order to help you with the new words, I'm going to give them to you before we hear the story, and then you can look for them as they come up. Here are the new words from today's first story. Der Maggid is an itinerant preacher, a rabbi who would travel from shtetl to shtetl and offer guest sermons, the Maggidim in the plural. Opstellen is a very useful verb. It means to stop. This is a regular verb with a separable prefix in the present tense. It is irregular in the past tense. Haben opgestellt. Boden is another useful verb. We already learned die Bod is a bathhouse. The verb boden means to bathe. This is a regular verb in the present and the past tense. Shirnit is an interesting phrase. It means nearly. Sometimes you'll see shir on its own, but often it's paired with a negative nit, especially when describing a dangerous situation. It provides a little magical protection, like kinahora. Betrunken werden means to drown. This is a regular periphrastic verb. Werden is the part that gets conjugated, and in the past tense it pairs with a helper verb sein. Ich bin betrunken geworden. And we have another helpful verb. Oh, is it verb time? Not yet. I'm saving an even more helpful verb for verb time. We'll get there soon. Bedanken means to thank. This is a regular verb in the present and the past tense. Nispol werden means to be impressed. This is another regular periphrastic verb that uses werden. In the past tense, ich bin nispol geworden. And kriegen means to receive. This is a regular verb in the present tense, and it is semi-regular in the past tense. Note the vowel shift. Haben gekrogen. Die Karette is a coach. Die Karettes in the plural. Der Lamdin is a learned person, especially in religious matters. Die Lamdonim in the plural. Die Kasche is a question. It is a Lashon Kodesh synonym for Frage, and usually, but not always, it has a religious connotation. Die vier Kashes are what we call the 4 questions. The halacha is a Torah law, halaches in the plural. Der Gvir is a wealthy person, the Gvirim in the plural. Ausbeuten is a regular verb with a separable prefix, which means to exchange. Haben ausgebitten in the past tense. The stem for this verb is beiten, to change. This is a regular verb in the present tense and semi-regular in the past tense. Haben gebitten. Einladen is another good verb to know. It means to invite. This is a regular verb in the present tense with a separable prefix, and it is irregular in the past tense.
haben eingeladen. Der Schnaps is brandy. The Schnäpsel is diminutive, a little sip of brandy. The Sefer is a religious book, the Sforim in the plural. And now it's verb time. Today's verb is chappen, to grab. This is a regular verb. Let's take a look. Ich chap. Du chapst. Sie, es chapt. Wir chappen. Ihr chapt. Sie chappen. Alle zusammen. Ich chap. Du chapst. Sie, es chapt. Wir chappen. Ihr chapt. Sie chappen. Sehr, sehr gut. Chappen is also a regular verb in the past tense. Haben gechapt. Professor, seid ihr so gut und erzählt euer Volksmeise. Der berühmte Dubner Magid ist einmal gefahren von Städtel zu Städtel mit sein Ballegolle. Sie haben sich abgestellt bei einem Teich und der Rebbe ist reingegangen sich baden. Aber das Wasser läuft gicht und der Rebbe ist schier nicht ertrunken geworden und der Ballegolle hat ihm geraten. Der Rebbe hat gewollt dem Ballegolle der Pfarr bedanken. Der Rebbe hat gesagt, als was soll nicht glusten, wird sein gemacht. Der Ballegolle ist nispol geworden mit dem Covid, was man hat dem Rebben abgegeben in jedem Städtel. Der Pfarr hat der Ballegolle gesagt, als will sein, der Dubner Magid, auf einen Tag und kriegen asa Covid. Wird fahren in der Karette, bekleidet in dem Rebbens Kleider. Und der Rebbe wird tragen seine Kleider und sein der Ballegolle. Der Magid hat Maskim gewählt, aber sagt, versteht sich, als sein der Dubner Magid wendet sich nicht in die Kleider oder in Reiten in der Karette. Was wird ihr tun, wenn die Lamdonim fragen Akashe wegen die Haloches? Wird ihr nicht können entfernen und man wird meinen, als der Dubner Magid ist ein Narr. Der Ballegolle hat geantwortet, sorgt sich nicht, Rebbe. Nu haben der Ballegolle und der Dubner Magid sich ausgebitten die Kleider und die Erde und seien bald hereingekommen in ein Städtel. Die Jiden seien gekommen auf der Gas mit Blumen und Matones waren Dubner Magid. Alle Gewirren haben ihm eingeladen auf ein Schnäpsel und Lecker. Aber zuerst haben die Lamdonim von der Schule gehabt dem Ballegolle vor die Hände und ihm geführt in Schule rein. Der Emissair Rebbe ist sie noch gegangen und geguckt ein bisschen von der Weitens. Einer Lamdin hat gesagt, Heiliger Magid, wir verstehen nicht a gewisse Halache. Wir haben das schon lange rumgerät, aber wir können nicht Maskim sein. Seid so gut und erklärt, was das meint.
Der Balagole hat Kuck getan in a Sefer und noch Kuck getan auf den Reben. Und sagt zu die Lamdonim, a sa Narrischkeit, das is a so gering zu verstehen, als a viele mein Balagole kann es euch erklären. Balagole, kommt daher und erklärt die Halache für die Lamdonim. Yasher koyach, Professor. Asa Maisa. Lass mir gucken auf dem, noch einmal mit Transliteratie. Der berühmte Dubner Magid ist einmal gefahren von Städtel zu Städtel mit sein Balagole. Sie haben sich abgestellt bei einem Teich und der Rebbe ist reingegangen sich baden. Aber das Wasser läuft gicht und der Rebbe ist schier nicht ertrunken geworden und der Balagole hat ihm geraten. Der Rebbe hat gewollt dem Balagole der Pfarr bedanken. Der Rebbe hat gesagt, als was soll nicht glusten, wird sein gemacht. Der Balagole ist nispol geworden mit dem Covid, was man hat dem Rebben abgegeben in jeden Städtel. Der Pfarr hat der Balagole gesagt, als will sein der Dubner Magid auf ein Tag und kriegen asa Covid. Wird fahren in der Karette, bekleidet in dem Rebbens Kleider. Und der Rebbe wird tragen seine Kleider und sein der Balagole. Der Magid hat Maskim gewählt, aber sagt, versteht sich, als sein der Dubner Magid wendet sich nicht in die Kleider oder in Reiten in der Karette. Was wird ihr tun, wenn die Lamdonim fragen Akashe wegen die Haloches? Wird ihr nicht können entfernen? Und man wird meinen, als der Dubner Magid ist ein Narr. Der Balagole hat geentfert, sorgt sich nicht, Rebbe. Nu haben der Balagole und der Dubner Magid sich ausgebitten die Kleider und die Erde und seien bald hereingekommen in ein Städtel. Die Jiden seien gekommen auf der Gas mit Blumen und Matones fahren Dubner Magid. Alle Gewirren haben ihm eingeladen auf ein Schnäpsel und Lecker. Aber zuerst haben die Lamdonim von der Schule gehabt dem Balagole vor die Hand und ihm geführt in Schule rein. Der Emissair Rebbe ist sie noch gegangen und geguckt ein bisschen von der Weitens. Einer Lamdin hat gesagt, Heiliger Magid, wir verstehen nicht eine gewisse Halache. Wir haben das schon lange rumgerät, aber wir können nicht Masken sein. Seid es euch gut und erklärt, was das meint. Der Balagole hat ein Kuck getan in ein Sefer und noch ein Kuck getan auf den Reben. Und sagt zu die Lamdonim, asa Narrischkeit, das ist so gering zu verstehen, als viele mein Balagole kann es euch erklären. Balagole, kommt daher und erklärt die Halache für die Lamdonim. Und noch einmal mit einer Übersetzung. Der berühmte Dubner Magid ist einmal gefahren von Städtel zu Städtel
mit sein Ballegolle. Sie haben sich abgestellt bei einem Teich und der Rebbe ist reingegangen sich baden. Aber das Wasser läuft gicht und der Rebbe ist schier nicht ertrunken geworden und der Ballegolle hat ihm geraten. Der Rebbe hat gewollt dem Ballegolle der Pfarr bedanken. Der Rebbe hat gesagt, als was soll nicht glusten, wird sein gemacht. Der Ballegolle ist nispol geworden mit dem Covid, was man hat dem Rebben abgegeben in jedem Städtel. Der Pfarr hat der Ballegolle gesagt, als will sein der Dubner Magid auf einen Tag und kriegen asa Covid. Wird fahren in der Karette, bekleidet in dem Rebbens Kleider. Und der Rebbe wird tragen seine Kleider und sein der Ballegolle. Der Magid hat Maskim gewählt, aber sagt, versteht sich, als sein der Dubner Magid wendet sich nicht in die Kleider oder in Reiten in der Karette. Was wird ihr tun, wenn die Lamdonim fragen Akashe wegen die Haloches? Wird ihr nicht können entfernen? Und man wird meinen, als der Dubner Magid ist ein Narr. Der Ballegolle hat geentfert, sorgt sich nicht, Rebbe. Nu haben der Ballegolle und der Dubner Magid sich ausgebitten die Kleider und die Erde und seien bald hereingekommen in ein Städtel. Die Jiden seien gekommen auf der Gas mit Blumen und Matones fahren Dubner Magid. Alle Gewirren haben ihm eingeladen auf ein Schnäpsel und Lecker. Aber zuerst haben die Lamdonim von der Schule gehabt dem Ballegolle vor die Hände und ihm geführt in Schule rein. Der Emissair Rebbe ist sie noch gegangen und geguckt ein bisschen von der Weitens. Einer Lamdin hat gesagt, Heiliger Magid, wir verstehen nicht a gewisse Halache. Wir haben das schon lange rumgerät, aber wir können nicht Maskim sein. Seid es euch gut und erklärt, was das meint. Der Ballegolle hat a Kuck getan in a Sefer und danach a Kuck getan auf den Reben. Und sagt zu die Lamdonim, asa Narrischkeit, das ist a so gering zu verstehen, als viele mein Ballegolle kann es euch erklären. Ballegolle, kommt daher und erklärt die Halache vor die Lamdonim. Dank, Professor. I want to point out an interesting construction in the professor's story. Der Magid offers der Ballegolle was soll nicht glusten, which is an interesting use of the negative. In English we would say, whatever you desire, but in Yiddish we say, whatever you don't desire, meaning whatever you do desire. Sort of like in English when we say something is bad, but we mean that it's good. Wait. What? It was an 80s thing. Scott, you'll be next. But first, we'll go over the new vocabulary. We learned Talmud Chochem last week, but der Chochem by itself means a sage or a smart person, the Chachomim in the plural. Sarkastisch means sarcastic, just like it sounds. Hoypt means chief or main. It's not a noun, but a modifier, der Hoypt Chochem, the chief sage,
A Hauptstadt is a capital city. Die Eitze is advice or a solution to a problem. Die Leder is a noun meaning leather. Ledern is the adjective form. The verb stoppen, don't say it, Murray. Stoppen is a regular verb meaning to push. It's also regular in the past tense. Reinstoppen means to stuff. No. I mean it, Murray. Reinstoppen is a regular verb in the present tense with a separable prefix, and it is irregular in the past tense. Haben reingestoppt. Die Streu means straw, as in the last one, Murray. Rennen is a verb meaning to run, as in a liquid. It's not the same thing as laufen. Rennen is a regular verb in the present tense, and it is irregular in the past tense. There is both a vowel shift, and it pairs with the helper verb sein. Das Wasser is gerunnen. Stam means plain or ordinary. Nu, Scott, sei so gut und erzähl dein Volksmeise. Das is a Meise wegen Chelm. A Städtel voll mit narrische Menschen, was meinen, als sie seien sehr klug. Man ruft sie die Chelmer Chachomim, aber das ist sarkastisch. Die Chelmer Chachomim haben bestimmt, als sie sollen haben a Hauptchochem. Aber wieso wollten die Chelmer gewusst, wer ist der Hauptchochem, was sie sollen ihm abgeben können? Der Pfarr haben die Chachomim bestimmt, als der Hauptchochem soll tragen goldene Schich. Aber in die Gesslech in Chelm ist allemal da a tiefe Blotte, und man hat nicht gekannt sehen die goldene Schich, und keiner hat dem Hauptchochem nicht abgegeben können, weil sie haben nicht gewusst, als ist der Hauptchochem. Einer Chochem hat ein Eize gegeben, als der Hauptchochem soll tragen lederne Schich über die goldene Schich, also als sie sollen bleiben rein. Die alle Chachomim haben Masken gewählt. Aber jetzt hat man nicht gekannt sehen die goldene Schich, zulieb die lederne Schich. Was tut man? Noch ein Chochem hat ein Eize gegeben, als man soll machen Löcher in die lederne Schich, als man soll ja können sehen die goldene Schich. Und alle Chachomim haben Masken gewählt. Aber wieder einmal seien die goldene Schich übergedeckt mit Blotte, und man kann wieder nicht sehen die goldene Schich. A dritter Chochem hat ein Eize gegeben, als man soll reinstuppen Streu in die Löcher, als die Blotte soll nicht rinnen in Schichereien. Und alle Chachomim haben Masken gewählt. Aber jetzt kann man wieder nicht sehen die goldene Schich. Der Hauptchochem ist geworden in Kass. Keiner hat nicht gekannt sehen die goldene Schich. Keiner hat gewusst, als ist der Hauptchochem, und keiner hat ihm nicht abgegeben Covid. Man darf gewinnen an Eize. Die Chachomim haben herumgerät die Zure a ganze Nacht, und in der Früh haben sie sof kol sof gefunden an Eize. Der Hauptchochem soll tragen auf die Fies stam lederne Schich zulieb der Blotte, und die goldene Schich soll tragen auf die Hand. Bravo, Scott! Und noch einmal mit der Transliteration. Das ist a Meise wegen Chelm. A Städtel voll mit narrischen Menschen, was meinen, als sie seien sehr klug.
Man ruft sie die Chelemer Chachomim, aber das ist sarkastisch. Die Chelemer Chachomim haben bestimmt, als sie sollen haben a Häuptchochem. Aber wieso wollten die Chelemer gewusst, wer ist der Häuptchochem, was sie sollen ihm abgeben können? Der Pfarr haben die Chachomim bestimmt, als der Häuptchochem soll tragen goldene Schich. Aber in die Gesslech in Chelm ist allemal da a tiefe Blotte, und man hat nicht gekannt sehen die goldene Schich, und keiner hat dem Häuptchochem nicht abgegeben können, weil sie haben nicht gewusst, als ist der Häuptchochem. Einer Chochem hat ein Eize gegeben, als der Häuptchochem soll tragen lederne Schich über die goldene Schich, also als sie sollen bleiben rein. Die alle Chachomim haben Masken gewählt. Aber jetzt hat man nicht gekannt sehen die goldene Schich, zu lieb die lederne Schich. Was tut man? Noch ein Chochem hat ein Eize gegeben, als man soll machen Lecher in die lederne Schich, als man soll ja kennen sehen die goldene Schich. Und alle Chachomim haben Masken gewählt. Aber wieder einmal seien die goldene Schich übergedeckt mit Blotte, und man kann wieder nicht sehen die goldene Schich. A dritter Chochem hat ein Eize gegeben, als man soll reinstuppen Streu in die Lecher, als die Blotte soll nicht rinnen in Schichereien. Und alle Chachomim haben Masken gewählt. Aber jetzt kann man wieder nicht sehen die goldene Schich. Der Häuptchochem ist geworden in Kass. Keiner hat nicht gekannt sehen die goldene Schich. Keiner hat gewusst, als ist der Häuptchochem, und keiner hat ihm nicht abgegeben Covid. Man darf gewinnen an Eize. Die Chachomim haben herumgerät die Zure a ganze Nacht, und in der Früh haben sie sof kol sof gefunden an Eize. Der Häuptchochem soll tragen auf die Fies stam lederne Schich zu lieb der Blotte, und die goldene Schich soll tragen auf die Hand. Und wieder einmal mit an Übersetzung. Das ist a Meise wegen Chelm, a Städtel voll mit narrischen Menschen, was meinen, als sie seien sehr klug. Man ruft sie die Chelemer Chachomim, aber das ist sarkastisch. Die Chelemer Chachomim haben bestimmt, als sie sollen haben a Häuptchochem. Aber wieso wollten die Chelemer gewusst, wer ist der Häuptchochem, was sie sollen ihm abgeben können? Der Pfarr haben die Chachomim bestimmt, als der Häuptchochem soll tragen goldene Schich. Aber in die Gesslech in Chelm ist allemal da a tiefe Blotte, und man hat nicht gekannt sehen die goldene Schich, und keiner hat dem Häuptchochem nicht abgegeben können, weil sie haben nicht gewusst, als ist der Häuptchochem. Einer Chochem hat ein Eize gegeben, als der Häuptchochem soll tragen lederne Schich über die goldene Schich, also als sie sollen bleiben rein. Die alle Chachomim haben Masken gewählt. Aber jetzt hat man nicht gekannt sehen die goldene Schich, zu lieb die lederne Schich. Was tut man? Noch ein Chochem hat ein Eize gegeben, als man soll machen Lecher in die lederne Schich, als man soll ja kennen sehen die goldene Schich. Und alle Chachomim haben Masken gewählt.
Aber wieder einmal seien die goldene Schicht übergedeckt mit Blotte und man kann wieder nicht sehen die goldene Schicht. A dritter Chochem hat ein Eize gegeben, als man soll reinstuppen Streu in die Löcher, als die Blotte soll nicht rinnen in Schicht rein. Und alle Chachomim haben Masken gewähnt. Aber jetzt kann man wieder nicht sehen die goldene Schicht. Der Hauptchochem ist geworden in Kass. Keiner hat nicht gekannt sehen die goldene Schicht. Keiner hat gewusst, als ist der Hauptchochem und keiner hat ihm nicht abgegeben Covid. Man darf gewinnen an Eize. Die Chachomim haben herumgerät die Zure a ganze Nacht und in der Früh haben sie sof kol sof gefunden an Eize. Der Hauptchochem soll tragen auf die Fies stam lederne Schicht zulieb der Blotte und die goldene Schicht soll tragen auf die Hände. Yasha Koyach Scott und Professor Thompson. Sehr gute Meistesheit. Nu, Kinder und Murray, seid ihr so gut und erzählt uns eure Volksmeises dem kommenden Klass. Derweil seid gesund alle.